Alter. Ist auf jeden Fall möglich, ha? Warte. Leidl, Heint, Mission Backflip auf dem Gravelradl. Bin gespannt, ob das funktioniert. Es wird auf jeden Fall richtig tricky werden. Aber wir haben ein cooles Setup da in Deutschland und ich glaube, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Let's go! Das Setup ist echt relativ cool. Oder, was ist cool? Ich meine, immer noch beängstigend. Also, wenn man bedenkt, dass es ein Gravelradl ist mit einem Downhill, ist es natürlich eine andere Sache. Mit dem Gravelradl ist immer noch ein bisschen scary. Da oben wird der Roll-In, da ist einer. Dann der Backflip. Die Landung ist auch perfekt steil. Ich glaube, da müssen wir noch ziemlich langsam dran. Deswegen eigentlich eh perfekt mit dem Gravel, weil ich heb dann so und der Vorbau und so, den Lenker ist alles ein bisschen weiter vorne. Also Stier mit Rig. Oder was wäre der Plan? Ja. Okay. Fuck. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Viel zu weit, oder? Mhm. Das Hauptproblem ist, dass ich es so heben muss, so und nicht mehr bremsen kann. Sollte eigentlich machbar sein. Ich müsste eigentlich einfach nicht zu schnell sein und beim Dran dann aufpassen. Okay. Jawohl, hey! Oba! Jawohl, hey! Ja, cool, hey! Ja, easy. Nein, aber es ist halt. Also, du hast schon keine Bremse und so und du hebst halt das echt so. Können wir so einen Easy Shot machen, dass wir auf der Seite bleiben und du filmst schon da die Kühe und dann ziehst du so einfach so schnell vorbei. Der wird gerade richtig aufgeregt. Wir wollen jetzt einfach gleich mal unsere Sachen holen. Ich stehe genauso im Kreis aus Nummer und kauen auf unsere Taschennummer. Weg! Alter, als Beister! Alter, die haben sie ja richtig hergelassen, schaut das an. Alles aufgeschlägt! Wir sind auf so einer Alm und der Plan war, da drüben ist ja so ein älterer Alm quasi, so ein älteres, also ein kleines Haus. Dann springen wir aufs Dach, brauchen wir so eine Rampe aufs Dach auf. Und vom Dach dann in die Landung rein, die was wir jetzt bauen. Wir haben da dick eingekauft, alles am Start, was wir brauchen. Kotzenklo, Bretter, Nägel, Kotzen. Kann man da einen Gang rein tun, oder? Ha? Ist ganz schön in der Mitte. Mhm. Das ist jetzt ein schlecht. Jetzt müssen wir uns mal hochfahren. Let's go! Let's go! Fresh Wood auf der Alm.
Wir sind jetzt an Minuten davor, bevor ich das einmal probiere, das Setup. So richtig filmen, dass wir die Landung auch noch machen da drüben, wird sich heim glaube ich nicht mehr ausgehen. Das ist jetzt schon gar spät, wir haben schon um 5 Uhr ungefähr. Heim probieren wir aber auf jeden Fall den ersten Sprung, ob das alles so funktioniert, ob das hebt vor allem. Und nachher schauen wir weiter. Es ist gut! Es ist sehr gut! Ich war ein bisschen zu schnell und das habe ich weggeputscht. Das ist gut! Boah, Alter, fast die Landung verfahren! Yes! Alter, das funktioniert richtig gut! Das funktioniert richtig gut. Also Speed und so hat echt gut gepasst. Es war zweimal richtig sketchy, also einmal bin ich zu weit rechts und beim zweiten Mal zu weit links, aber ich habe es nicht noch getroffen. Ist gut, erster Part abgehackelt, jetzt weiter geht's. Okay, der finale Tag ist endlich angebrochen. Wir haben jetzt alles fertig gebaut, alles fertig lackiert, jetzt ist alles ready, set to go. Und dann brauchen wir ein neues Radl und dann checken wir, ob das funktioniert. Müssen halt hinhauen, losfahren, hoffen, dann sollte es passen. Let's go. Also das ist echt interessant. Setup steht, Radl am Start. Wie wird das eigentlich funktionieren? Der Wind ist noch nervig. Okay. Ah, nein, Mann. Geht brutal der Wind, nicht? Alter, da geht komplett der Wind. Alter, wenn er so einer kommt, kannst du das komplett vergessen. Okay. Alter, locker! Jawohl! Trapped inside the jungle with no source or control. Saying, Lord, save your soul. If this heaven show you proof, hell's the only thing you know, man. You been fly, you been broke, you been high, you been low. Searching for salvation with no navigation, where to go? You're from the bottom. Mission impossible, any obstacle. Anybody said they're gonna stop you, dude? Shoot the bull with an actual wall, so no problem. Still feel lost down here, going down here. Pain is blood, there's scars down here. Got pie in the sky, but we stop down here. The rich live, they greed more. The poor die, we grieve more. And even with that said, somehow you survive. You just drop off your luck, somehow you uprise now. Get ready for the road. You're from a place where it's strong surviving. That's just all you know. It's kinda hard, but you remain a giant. Get ready for the road. You're from a place where it's strong surviving. That's just all you know. It's kinda hard, but you remain a lion. In the jungle. Wir haben jetzt einen Meisterplan und zwar werden wir da so mit Slow-Mo da rausspringen und dann links pinke Vorpulver herspritzen und rechts mit blauen. Und dann mixe ich das auch so und ich springe in der Mitte durch. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lol. Hey, mir taugt's doch jetzt schon, muss ich sagen. Das passt richtig gut rein so.
Was tun wir heute dann? Ein Bild da. Bikepack-Mission läuft relativ gut. Es dauert leider immer ein bisschen lang, bis wir einen ultimativen Shot haben. Es muss schon passen. Also wenn wir da sind, brauchen wir einen guten Shot. Es fühlt sich irgendwie ganz komisch an, so mit dem Gravelbike oder so ein Bikepack. Weil normalerweise immer so mit dem Downhill. Ich meine, die Leute finden es eh ganz lustig. Also von dem her passt es auf jeden Fall. Und wir schauen jetzt weiter, ob wir was finden. Okay. Oh, jetzt denkst du mal, das ist gar nicht krass. Da brauchen wir leider noch zu wissen, wer unter mir fährt. Hast du Lust mit mir kurz was zu filmen da? Echt? 5 Minuten ungefähr dauert's. Plan ist geritzt. Er fährt kurz da vorne rein, ich ziehe hier oben außen dummer. Die verfolgst einmal du. Wer so? Hallo, Felix. Was, danke nochmal. Ja, Felix, perfekt. Dann fährst du da so her, ganz gemütlich, ganz entspannt. Ja? Und fährst da innen einfach die Kurve. Und dann komme ich hinter dir und fahre oben im Wallride rum und überhole dich. Geht? Okay, geht schon. Gib ihm. Jawohl! Gewaltig, danke! Ich glaube, der hat gepasst. Jo, Alter! Passt! Perfekt! Dann sage ich danke und viel Spaß noch! Passt, danke gleichfalls! Alter, der ist ja perfekt, hey! Haha! Jawohl! Es hat jeder springen gekannt. Dann wieder. Ha? Zumindest ist es einmal eine Überlegung wert. Du bist ein sicker Hund. Alter, der Hund ist riesig, hey, von da. Ah, Alter, ich kack mich so an. Ah, leck. So, gib ihm, Alter. Du Vöchen, zack, overdroppen. Okay, geht? Kim, drop oben. Kim. Juhu! Yes! Wuhu! Alter, der war alles andere als hier gesprungen. Wow. Sehr gut. Das ist ja Kamera. Da weiß er mir in so einem Video. You show it everywhere you go. You talk like you're a town crier. And baby, it goes to show nobody's fool, ain't fooling nobody. When all things have done wrong, so go ahead on. Go ahead on. Go ahead on, baby, just go ahead on. Ei, wie ärgerlich. Da ist ein Platten. Wir haben jetzt ein bisschen ein Problem, und zwar haben wir da oben einen Platten gekriegt. Aber das haltet uns jetzt nicht davon ab, dass wir jetzt da den letzten Shot in den Kasten bringen. In einem Video schaut es immer so alles so einfach aus.
Aber dass man da halt einmal einen Platten hat oder was weiß ich, was passiert, das sieht man halt nie. Deswegen kann es eigentlich recht lustig sein, ja, also wenn es jetzt funktioniert hat. to be put it down. So go ahead on. Go ahead on. So knapp davor, als ich da über den Lenker absteige. In diesem Sinne, Leidl, das war's von der Schweiz. Jetzt geht's zurück nach Österreich. Here we go. So, wir haben halt echt was Cooles geplant, und zwar werden wir da auf den Berg gehen, dass wir da so den Anfang filmen. Jetzt müssen wir noch mit dem Radl da ganz auf, also das sieht man von da gar nicht, weil es der Nebel ist. Eigentlich hat der blauer Himmel gemeldet. Das ist nicht so schlimm. Also ich hätte schon sagen, wir sind wieder bei Camp. Also da hinten war unser Startpunkt. Dann geht's da auf, da ganz auf. So, wir sind noch nicht nirgendwo. Jetzt zieht es auf. Leider, es zieht auf. Ich habe schon ein bisschen geschwitzt, dass meine Wolken oben hängen. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr weit. Okay, es ist echt ziemlich weit. Ja, leck mich. Was? Na! Alter, leck mich, Junge. Wetter spielt hoffentlich mit. Ist ein bisschen windig, aber schaut noch blauen Himmel aus. Alter, was ist da los? Alter, leck mir am Arsch. Alter, oh, oh, oh. Oh, voll in die Eier gehauen, Alter. Einatmen. Soll ich mal noch Wasser noch bitte? Oh, leck. Also Leute, wir sind in Innsbruck unterwegs. Wir haben eine brutale Mission. Und zwar, der Plan wäre, den fürs Gravel-Projekt zu springen. Ziemlich massiv. Aber was man noch mehr Sorgen macht, ist tatsächlich der Step-Down. Weil der Impact wahrscheinlich viel schlimmer wird sein. Wie bei dem, weil das eher einfach eine steilere Landung und alles. Deswegen müssen wir jetzt nochmal mit dem Graveler anfahren. Und dann schauen wir mal, was wir für eine Lösung gefunden haben. Alter! Ja, Alter, hast du mal da bremst. Geleck. Jetzt! Mann! Ey, zornig! Es gibt zwei Probleme. Und zwar, den Step-Down da oben muss ich auslassen, weil der zerreißt mich. Also da unten sind alle Steine und alles, das ist so schon mit Anfahrt, ist das schon genug, was hin und her wackelt. Und dass ich schön in die Landung reinhupfe. Also eigentlich ist es nicht schwer. Also es ist wirklich nicht schwer. Ja, das gehört. Es schaut nur massiv aus, es ist gar nicht groß. Hey, ich scheiß mich echt an. Weil wir wissen noch gar nicht, ob das überhaupt so hinhaut, wie wir es geplant haben. Schnell, aber recht. Okay. 3, 2, 1. Gib ihm. Gib ihm.
Leute! Geht schon, jetzt kommen wir schneller und dann hauen wir her. Okay, 3, 2, 1. Gib ihm. Send it jetzt. Jawohl! Woo! Let's go! What the fuck? Ah. Alter, was? Alter, das gibt's ja nicht. Hey. Auf dem Gravelradl über den Sprungdrehber, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Also genau die zwei Optionen, die ich mir ausgedacht habe, die sind genau eingetroffen. Erst zu kurz und dann wieder ein bisschen zu kurz, aber ich bin drauf geblieben, weil ich mir gedacht habe, es geht sich aus. Ich bin jetzt einmal froh, den Geselle zu oben und den endlich abzuhaken. Alter, jawohl, hey. Yes! Woo! So, und jetzt zum Abschluss beantworte ich euch nochmal die häufigsten Fragen, was mir zum Thema Gravelmania gestellt worden ist, die was euch auf jeden Fall interessieren werden. Let's go! Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit der Frage an, die ich am alleröftesten gelesen habe, und zwar, wie viele Bikes habe ich verwendet? Also, wir haben insgesamt 2 identische Bikes für das ganze Projekt zur Verfügung gehabt, um einfach die Sicherheit zu haben, während des Shoots das Bike abzuwechseln, weil natürlich ist das Bike nicht für das gebaut worden und auch nicht vorausgesehen, dass man so fette Drops oder so fette Sprünge damit macht. Deswegen haben wir einfach gesagt, okay, aus Sicherheitsgründen wechseln wir das Bike während des Shootings ab, um einfach sicher zu gehen, dass einfach nichts am Bike ist. Das Ganze ist im Endeffekt ein bisschen eskaliert. Wir haben nicht einmal angesehen gehabt, dass wir so fette Drops oder so fette Sprünge damit machen werden. Und dass das Ganze dann so eskaliert ist, das haben wir selber nicht so geplant gehabt. Deswegen sind wir umso stolzer, dass das alles so funktioniert hat mit nur 2 Bikes, was wirklich für sich spricht. Also dann noch eine kurze Frage zum Bike, was uns da sehr oft gestellt worden ist, ob wir da irgendwas verändert haben. Und das Einzige, was wir wirklich verändert haben am Bike, ist der Sattel und die Pedale. Also das sind die 2 einzigen Dinge, was wir verändert haben. Deswegen ist ja nichts irgendwas modifiziert worden, verstärkt worden oder sonst was. Ansonsten ist eigentlich alles genauso geblieben, wie man es auch kaufen kann. Genau, und was man da vielleicht gleich noch dazu sagen kann, ist, dass wir keine extra Felgen benötigt haben. Also es ist wirklich, also ohne Witz, wir haben wirklich keine Felgen extra gebraucht. Wir haben nur die 2 identischen Bikes verwendet mit den dazugehörigen Felgen. So, die nächste Frage ist, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, mit dem Gravelbike durch den Bikepark zu fahren? Also generell starten wir immer so mit Ideen, was gibt es noch nicht, was kann man noch machen, weil es gibt halt heutzutage schon so viele Sachen, die schon gemacht worden sind. Und dann haben wir uns gedacht, okay, ist schon jemand mit dem Gravelbike irgendwo runtergefahren oder irgendwas Fettes damit gemacht, irgendwas Riesiges damit gesprungen und geht das überhaupt? Und das haben wir uns eigentlich einfach so als Challenge gesetzt. Im Endeffekt wollten wir einfach die Fragen beantworten, was Sie uns selber gestellt haben, um euch einfach auch zu zeigen, was ist so möglich auf einem Gravelbike. Im Endeffekt wollen wir immer was Neues machen, irgendwas, was noch keiner gemacht hat, und das, glaube ich, haben wir auch geschafft. Also dann zur Frage, die auch relativ interessant ist, und zwar, wie lange habt ihr für das Projekt gebraucht? Also wir haben insgesamt ohne Editing, also ohne Nachbearbeitung, ohne den ganzen danach, nur für die Shooting-Tage und für die Tage, wo es mal bauen, haben wir insgesamt 33 Tage gebraucht. Also es war wirklich bis jetzt das Projekt, was am meisten Zeit in Anspruch genommen hat. Also dann noch zur Frage, was war die größte Challenge und was hat am meisten Überwindung gekostet? Also am meisten Überwindung hat definitiv der Whip-Off-Sprung in Innsbruck gekostet, also der fette Step-Up-Double, der war wirklich die größte Überwindung, weil wir einfach nicht gewusst haben, funktioniert das überhaupt auf einem Gravel. Weil sobald ein bisschen Wind von der Seite gekommen ist oder sonst irgendeine äußeren Einwirkungen sind, dann ist es einfach unglaublich schwierig da zu springen, weil ich habe quasi so oben drauf meinen Lenker heben müssen. Das heißt, ich habe nicht bremsen können, und das war wirklich die größte Challenge. Ich habe wirklich 100%, egal was passiert ist, habe ich nicht mehr bremsen können. Diejenigen, die schon mal da waren bei dem Sprung, das ist einfach so ein massives Setup, und das ist wirklich mit dem Downhill schon wirklich nicht ohne den zu springen. Und dass das Ganze so eskaliert ist in dem Maß, hätten wir uns selber niemals vorstellen können, und hat sich auch keiner von den anderen gedacht, die was bei dem Projekt beteiligt waren. Also dann abgesehen von dem riesigen Sprung, was wir da gesendet haben, war natürlich eine andere riesige Challenge, mich an das ganze Bike zu gewöhnen. Vorher war ich noch nie auf einem Gravelbike unterwegs. Wie ich dann das erste Mal auf einem Gravelbike unterwegs war, da habe ich mir echt gedacht, okay, scheiße, ich glaube, das funktioniert echt nicht so, wie wir es geplant haben. Sehr beängstigend, in ein Projekt reinzustarten, ohne zu wissen, was kann man damit machen und ohne viel Training.
Also, dann habe ich glaube ich einmal die spannendsten Fragen beantwortet. Falls ihr noch irgendeine Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. In diesem Sinne wollte ich einfach nochmal Danke an jeden Einzelnen sagen, der was das Video angeschaut hat, der was es geliked hat, kommentiert, einfach für das richtig krasse Feedback. Und natürlich auch an mein Team, an jeden Einzelnen, der was da beteiligt war an dem ganzen Projekt. Wollte ich nochmal ein riesen Dankeschön sagen, die was mir einfach helfen, das Ganze umzusetzen. Ansonsten wäre das natürlich alles nicht möglich. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.